Ja, viele denken, ein Balkonkraftwerk, das spart automatisch so richtig viel Geld. Aber die Wahrheit ist, ein großer Teil der erzeugten Energie wird gar nicht genutzt, sondern einfach direkt ins Netz eingespeist. Deshalb wollte ich wissen, lohnt sich ein Balkonkraftwerk mit Speicher im Jahr 2026 wirklich? Die Firma EcoFlow hat mir freundlicherweise ein Set mit 1800 Watt Peak und 3,84 Kilowattstunden Speicher inklusive einer 1200 Watt Notstromfunktion zur Verfügung gestellt und ich zeige euch heute ganz transparent, was es bringt, was es kostet und worauf man auch unbedingt achten muss. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran nach dem Intro, da schauen wir uns die Details an. Ja, hallo, ich bin Thorsten von Haus und Technik und willkommen zurück zum Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich sag's direkt, ein Balkonkraftwerk mit Speicher lohnt sich nicht für jeden, aber unter welchen Rahmenbedingungen es nun wirklich gut funktioniert, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wie funktioniert ein Balkonkraftwerk und warum geht eigentlich so viel Energie dabei verloren? Ja, relativ simpel. Ein Balkonkraftwerk produziert Strom, sobald Licht auf die Module fällt und dieser Strom wird direkt ins Hausnetz eingespeist und nur dann genutzt, wenn ich natürlich genau in dem Moment auch Strom verbrauche. Heißt also, wenn ich nicht zu Hause bin oder ich habe gerade gar keine Geräte laufen, Geschirrspüler, Trockner, was auch immer, dann fließt der Strom einfach ins öffentliche Netz und ist weg. Ja, so, und in der Praxis heißt das von, ja, sagen wir mal, 1200 bis 1300 Kilowattstunden Jahresertrag, die man über so ein Balkonkraftwerk bekommen kann man im Zweifelsfall oft nur ein Drittel selber nutzen. Ja? So, der Rest geht halt verloren und genau hier kommt natürlich jetzt der Speicher ins Spiel. Ja, was unterscheidet ein Balkonkraftwerk mit Speicher vom normalen Balkonkraftwerk? Also hier eine kurze technische Übersicht, denn ein Balkonkraftwerk mit Speicher unterscheidet sich in mehreren Punkten deutlich von einem Balkonkraftwerk ohne Speicher. Hier arbeitet der Wechselrichter zusammen mit einem Batteriespeicher, einem optionalen Smart Meter und hier in dem Fall auch noch einer integrierten Notstromfunktion. Das macht das System technisch deutlicher, meine Güte, das macht das System technisch deutlich komplexer, aber auch viel flexibler. Ja, der Speicher sorgt also dafür, dass die überschüssige Energie nicht verloren geht, sondern entsprechend zwischengespeichert wird. Der Smart Meter misst in Echtzeit, wie viel Strom ich gerade verbrauche und wie viel gerade eingespeist wird. Dadurch kann das System auch viel intelligenter entscheiden, ob es einspeist, lädt oder aber auch entsprechend entlädt. Und die Notstromfunktion liefert mir hier in diesem Fall bis zu 1200 Watt Leistung über eine separate Steckdose. Aber Achtung, das ist keine Einspeisung in das Hausnetz, sondern nur eine separate Steckdose, also ein Inselnetz, was man dann benutzen kann, zum Beispiel bei einem Stromausfall eine begrenzte Notversorgung einzelner Geräte bietet. Ja? Ja, zusammengefasst, also ein Balkonkraftwerk mit Speicher ist nicht nur ein Stromerzeuger, sondern ein kleines, intelligentes Energiesystem. Es misst, speichert, steuert und kann sogar autark arbeiten. Und genau das macht es technisch und wirtschaftlich so spannend. Entschuldigung. Ja, kommen wir zu den technischen Daten bzw. zum Lieferumfang. Also EcoFlow hat mir hier ein Balkonkraftwerk mit Speicher überlassen, das sogenannte Stream Ultra Basic Balkonkraftwerk. Das besteht aus 4x450 Watt Peak, also 1800 Watt Peak Modulleistung, die ich gerne auf eine Ost-West- oder beziehungsweise auf eine Ost- und eine Westseite auf meiner Gartenhütte jeweils so circa mit 30 Grad Neigung installieren möchte. Das sorgt für einen breiten Ertragsverlauf über den Tag und das ist perfekt, wenn man morgens und abends Strom braucht. Ja, die Module sind bewusst überdimensioniert, damit ich auch bei schlechter Sonne, heißt also in den Herbst- oder Wintertagen oder auch im frühen Frühjahr, also möglichst oft natürlich die 800 Watt erreiche, beziehungsweise so viel Energie erzeuge, dass ich auch einspeichern kann. Das heißt also den 3,84 Kilowattstunden großen modularen Speicher geladen bekomme. Diese 3,84 Kilowattstunden, die sind je hälftig auf 1,92 Kilowattstunden einmal auf den Stream Ultra sowie den Stream AC aufgeteilt. Real nutzbar sind davon etwa 3,2 bis 3,5 Kilowattstunden. Der Speicher nimmt also tagsüber die Überschüsse auf und gibt sie abends wieder ab, genau dann, wenn wir am meisten verbrauchen. Ja, ein wichtiger Hinweis zur Smart Meter Installation.
Wenn ihr einen Smart Meter nutzen wollt, wie zum Beispiel den hier im Lieferumfang befindlichen Shelly 3 DM zum Beispiel, dann müsst ihr wissen, ein Smart Meter, der im Zählerschrank installiert wird, darf nicht von einem elektrotechnischen Laien eingebaut werden. Das heißt also, das darf nur jemand, der also sich qualifizierte Elektrofachkraft nennt, der darf das einbauen. Ansonsten wird das im Zweifelsfall lebensgefährlich. Dort liegen Spannungen an, die euch im Zweifelsfall halt einfach auch nur mal töten. Ne? Also wer früher stirbt, ist länger tot. So, ein weiterer Punkt, der aus meiner Sicht wirklich spannend ist, ist natürlich die Notstromfunktion. Ne? Also während die Einspeiseleistung ins Hausnetz ja gesetzlich gedeckelt ist auf 800 Watt, liefert die Notstromsteckdose meines Systems bis zu 1200 Watt. Und das ist ein echter Vorteil. Warum? Weil diese Notstromsteckdose nicht ins Hausnetz einspeist, sondern, wie gerade schon gesagt, eine eigene getrennte Inselversorgung darstellt. Und das heißt, hier gilt die 800 Watt Grenze nicht. Ich kann also dadurch oder kann also deutlich leistungsstärkere Geräte betreiben als über die normale Einspeisung. Praktisch bedeutet das, ich kann, und das nicht nur im Notfall, also auch im Normalbetrieb, Geräte wie PC, Beleuchtung, Ladegeräte, eine Kühlbox oder sogar das ein oder andere Küchengerät weiter betreiben, solange der Speicher natürlich Energie hat, beziehungsweise die Module Strom liefern. Und das ist ein Punkt, den viele Balkonkraftwerke ohne Speicher überhaupt nicht bieten. Ja? Und die Kombination aus Speicher und dieser 1200 Watt Notstromsystematik oder Funktionalität macht das System nicht nur wirtschaftlich interessant, sondern bietet sich auch als kleine autarke Backup-Lösung einfach an. Aber wie immer im Leben, wo Licht ist, gibt es natürlich auch Schatten. Also kommen wir zu den Hinweisen, zu meinen Hinweisen, die ich zum System habe, aber auch zu der ein oder anderen Stolperfalle. Also grundsätzlich muss man sagen, die Installation des EcoFlow Stream Balkonkraftwerks ist relativ unkompliziert. Aber es gibt ein paar Punkte, die man unbedingt beachten sollte. Jedes Modul hat einen eigenen MPP-Tracker. Das heißt also, der Stream Ultra ist mit 4 MPP-Trackern ausgerüstet. Das ist technisch super, da sich der Wirkungsgrad natürlich merklich erhöht, bedeutet aber natürlich auch wesentlich mehr Verkabelungsaufwand, weil jedes Modul einzeln zum Wechselrichter geführt werden muss. Eine Reinschaltung ist nicht möglich. Am Beispiel unserer Gartenhütte sind das bei geschätzter 10 Meter PV-Leitungslänge schon runde 80 Meter Leitung, die ich da hin und her ziehen muss. Ne? So, und die notwendige Bohrung, um in die Hütte hineinzukommen, für die 8 Leitungen inklusive Stecker, das ist auch nicht ganz ohne. Ja, hinzu kommt, dass das Produkthandbuch zudem die PV-Modulleitungslänge auf 3 Meter einschränkt und dazu auch noch eine IP68 Außensteckdose fordert für den Anschluss im Freien. Das habe ich mal mit EcoFlow diskutiert oder beziehungsweise ich habe EcoFlow gefragt, wie die das denn sehen und wie man das meint. Und man hat mir dazu mitgeteilt, dass diese 3 Meter Leitungslänge eigentlich nur eine Empfehlung darstellt. Es aber sein kann, dass es bei längeren Leitungen zu Verlusten kommt. Bezüglich der IP68 Außensteckdose hat man mir mitgeteilt, das wäre normal im Außenbereich. Ehrlich, ich habe so eine Dose nicht. Also bei mir im Umfeld. Aber was haltet ihr davon? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare unten, wie ihr solche Einschränkungen oder beziehungsweise auch die Antworten darauf entsprechend empfindet. Ja, weiterhin beginnt das System laut Handbuch ab etwa 35 Grad Umgebungstemperatur, so wird ein Schuh draus, mit einem D-Rating, also auf Deutsch einer Leistungsreduzierung. Das ist bei Elektronikkomponenten sowie Batteriespeichern nicht wirklich ungewöhnlich, aber im Außeneinsatz, für den die Geräte ja nun mal geeignet sein sollen, kann es ja durchaus mal etwas rauer zugehen. Und in unserer Gartenhütte wird es durchaus auch im Sommer mal locker über 45 Grad warm. Und da wollte ich jetzt natürlich von EcoFlow wissen, was das nun bedeutet mit dem D-Rating. Ja, die Rückmeldung des Herstellers zu meiner Frage war, dass das D-Rating, also Auswirkungen auf die sogenannte C-Rate, also den Lade- bzw. Entladekoeffizienten für den Speicher hat. Wen interessiert, was die C-Rate im Detail bedeutet, wie sich diese zusammensetzt und wie sie auch berechnet wird, der darf gerne in mein Video zum Thema Speicherauslegung hineinschauen. Das verlinke ich hier oben im Video selber, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung. Dann dürft ihr da gerne nochmal euch die Details dazu ansehen.
Ja, also laut EcoFlow beträgt der C-Koeffizient, also die Lade-Entladerate, bis 50 Grad Celsius Außentemp oder in Umgebungstemperatur 0,5, was für einen Lithium-Eisenphosphat-Speicher mit angegebenen 6000 Ladezyklen auch völlig normal ist, sonst kommt man oder sonst passen die 6000 Ladezyklen auch nicht. Aber ab 50 Grad, sagt der Hersteller, dann reduziert sich die C-Rate eben auf 0,2. Das bedeutet aber, dass die maximale Lade- bzw. Entladeleistung des Speichers, der ja eine Kapazität von knapp 2 Kilowattstunden, also 1,92 Kilowattstunden hat, von 1000 Watt auf 400 Watt im D-Rating reduziert wird. Im Umkehrschluss verlängert sich damit auch natürlich die Ladezeit bei maximaler Ladeleistung, die dann von 1000 auf 400 reduziert ist, von normal 2 Stunden bis zur Vollladung auf satte 5 Stunden im D-Rating. Gut, bei voller Sonneneinstrahlung sollte das auch völlig unproblematisch sein, aber man muss einfach wissen, dass die angegebenen Geräteleistungsdaten beim D-Rating absolut eingeschränkt sind. Deshalb sollten die Streamgeräte immer schattig und gut belüftet stehen. Also wie gesagt, bei meiner Idee der Aufdachinstallation auf unserer Gartenhütte sind das durchaus ernstzunehmende Themen, da ich die Module, wie gesagt, oben auf dem Dach der Hütte montieren möchte und den Stream Ultra sowie den Stream AC eigentlich in der Hütte platzieren wollte. Ja, kommen wir zu einem ganz zentralen Schritt, nämlich dem oder beziehungsweise der Einrichtung der App. Also ein Speicherbalkonkraftwerk muss natürlich in einer oder in der zugehörigen App richtig konfiguriert werden. Hier lege ich ja natürlich fest, wie ist das Lade- und Entladeverhalten, wie ist die Priorisierung einspeisen oder speichern, was ist die maximale Einspeiseleistung, habe ich eine Smart Meter Erkennung, wie sieht mein Verhalten bei Lastspitzen aus. Die App zeigt natürlich dann außerdem Energiefluss, Speicherstand, Tages- und Monatsproduktion und natürlich auch die Notstromverfügbarkeit. Die App-Einrichtung entscheidet maßgeblich darüber, wie effizient das System dann hinterher auch bei euch läuft. Ja, die Einrichtung der Geräte-App oder beziehungsweise die Einrichtung der Geräte in der App, so ist es besser, die ging übrigens wirklich einfach und völlig problemlos. Ne? Also die Oberfläche an sich wirkt übersichtlich, die wichtigsten Funktionen sind schnell zu finden und der erste Eindruck von Bedienung und Funktionalität fällt absolut positiv aus. Ich gehe hier heute nicht im Detail darauf ein, weil das den Rahmen sprengen würde, aber in einem späteren Video zeige ich euch meine echten Betriebserfahrungen und welche Einstellungen sich bei mir im Alltag bewährt haben. Ja, kommen wir zur Wirtschaftlichkeit. Also bei einem Jahresverbrauch von rund 3000 Kilowattstunden pro Jahr und einem Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde und mit der gerade genannten Ausrichtung, also mit 1,8 Kilowatt Peak Ost-West-Ausrichtung Ausrichtung auf unserem Hüttendach, erwarte ich in etwa einen Ertrag von 1350 Kilowattstunden pro Jahr. Ohne Speicher könnte ich davon rund 670 Kilowattstunden direkt nutzen. Mit Speicher, also den 3,84 Kilowattstunden Speicher, den ich hier habe, komme ich auf etwa 1130 Kilowattstunden Eigenverbrauch. Diese Angaben sind Abschätzungen basierend auf dem Stecker-Solar-Simulator der HTW Berlin. Einen Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Wen das interessiert, der kann sich da diesen Simulator auch mal im Detail ansehen. Ja, das heißt aber am Ende, dass der Speicher mir rund 460 Kilowattstunden zusätzlichen Eigenverbrauch pro Jahr liefert. Bei 30 Cent pro Kilowattstunde sind das ungefähr 135 Euro mehr Ersparnis nur durch den Speicher. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, das komplette Set kostet auch rund 1600 Euro. So, mit den 1130 Kilowattstunden Eigenverbrauch spare ich also pro Jahr rund 340 Euro. Damit liegt die Amortisationszeit bei knapp 5 Jahren. Ja, das Fazit, also für den hier betrachteten Haushaltsverbrauch von 3000 Kilowattstunden pro Jahr lohnt sich das Set mit Speicher ganz eindeutig. Die Ost-West-Ausrichtung passt perfekt zu unserem Verbrauchsprofil und der Speicher, der sorgt dafür, dass wir abends deutlich weniger Strom aus dem Netz ziehen. So, und mit einer Amortisation von knapp 5 Jahren ist das für mich eine langfristige und auch durchaus sinnvolle Investition. Aber
Ne? Überall ein Aber. Der Speicher lohnt sich nicht für jeden. Also wer tagsüber viel zu Hause ist oder einen sehr niedrigen Verbrauch hat, beispielsweise 1000 Kilowattstunden pro Jahr, da benötigt die Amortisation dann schon 9 Jahre. Da braucht man den Speicher nicht unbedingt. Darf man natürlich gerne machen, aber wie gesagt, man muss sich dann darüber im Klaren sein, dass man eine Amortisationszeit oder dass sich die Amortisationszeit fast verdoppelt in Anführungszeichen. Ne? So, also für Haushalte mit Abendverbrauch wie bei uns ist der dagegen absoluter Vorteil. Also das Verfügung gestellte Set von EcoFlow hinterlässt insgesamt einen sehr soliden und qualitativ hochwertigen Eindruck. Und das sage ich jetzt nicht, weil man mir das zur Verfügung gestellt hat, sondern weil ich das wirklich so sehe und denke. Die Verarbeitung der Module, Wechselrichter aus Speicher, wirkt durchdacht und es ist definitiv auch robust. Genauso wie man es für eine langfristige Investition und Installation natürlich auch haben möchte. Weiterhin fällt positiv aus, dass Speicher und Wechselrichter also nicht nur robust wirken, sondern auch optisch wirklich gut aussehen. Das heißt, das sind Geräte, die muss man nicht zwangsläufig in der Hütte oder in der Garage verstecken. Die kann man auch in der Wand im Hauswirtschaftsraum oder vielleicht sonst irgendwo sichtbar montiert hinstellen. Die machen also definitiv einen hochwertigen Eindruck. Ja, und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende zum Thema EcoFlow Stream Balkonkraftwerk mit Speicher und ob sich das im Jahr 2026 noch lohnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch ein klein wenig geholfen bei einer Entscheidung, die wie auch immer ausfällt. Und wenn euch das gefallen hat oder euch geholfen hat, dann lasst mir natürlich gerne einen Daumen rauf da. Das hilft mir, das hilft dem Kanal und darüber würde ich mich sehr freuen. Abonnieren ist natürlich wie immer kostenlos und wenn ihr die Glocke drückt, dann werdet ihr immer informiert, wenn ich hier auf dem Kanal etwas Neues mache. In dem Sinne, für Fragen, Anregungen, Kommentare, bitte schreibt es unten in die Kommentarfelder. Ich lese alles, ich versuche alles relativ zeitnah zu beantworten. Ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank für eure Geduld und bleibt gesund und gerne wieder hier beim nächsten Mal bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.